Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Menschen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Vaterschaft, Weiblichkeit, Männlichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jedem und jeder von uns steckt. Hier erwarten dich tiefgehende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen ganz persönlichen Weg. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also, lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Heute habe ich bei Wonderworks einen ganz besonderen Gast. Richard Grohe-Bleiweiß. Ein Mensch, der mit viel Feingefühl, Klarheit und Wärme durchs Leben geht. Richard reflektiert tief, hört offen zu und lässt sich mutig auf Prozesse ein. Bei sich selbst und auch bei anderen. Die Kindheit von Richard war von Geborgenheit geprägt, von einer Umgebung, die Vertrauen und Sicherheit schenkte. Diese frühen Erfahrungen wurden zur Grundlage für ein Leben voller Neugier, innerer Bewegung und menschlicher Verbindung. Fürsorge bedeutet für Richard, Kontrolle abzugeben und sich auf das einzulassen, was im Moment entstehen darf. Auch wenn es chaotisch, unerwartet oder auch herausfordernd ist. Im Alltag schafft Richard Räume, in denen andere sich entspannen, ehrlich hinschauen und oft auch ein Stück Leichtigkeit zurückgewinnen können. Sei es durch Körperarbeit, Gespräche oder stille Präsenz. Und ja, manchmal gehören bei Richard auch Kekse dazu. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit einem Menschen, der sowohl Tiefe als auch Humor verkörpert und der mit seinem Dasein berührt. Willkommen bei Wonderworks, Richard. Hallo Richard. Hallo Sala. So schön, dass du da bist. Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf. Ja, es ist ganz ein besonderer Moment, weil du der erste männliche Gast bist in diesem Podcast. Und so die ursprüngliche Idee vielleicht irgendwie war, dass wir uns da den Frauenthemen widmen, dass wir schauen, was für Übergänge haben Frauen so im Leben. Und ich dann gemerkt habe, das fühlt sich nicht so ganz an, weil wir das einfach nicht so trennen können. Und ich immer mehr und tiefer berührt werde, wie sich die Räume auch für Partner und Partnerinnen der Frauen, vor allem auf diesem sehr intensiven Weg in Elternschaft eigentlich öffnen und dass das so ein Gemeinsames heutzutage ist, dass sich das in diesen 20 Jahren, seit ich im Babybusiness bin, das sehr gewandelt hat. Und dass ihr immer mehr so selbstverständlich, engagiert und eigentlich sehr interessiert euch in diese Rollen hineinbegibt, der Vaterschaft jetzt zum Beispiel. Und wenn ich jetzt daran denke, wann meine erste Begegnung mit dir war, weiß ich, dass ich bei dir im Yogastudio auf der Matte gelegen gesessen und mit dir Yoga gemacht habe. Und als ich dich gefragt habe, ob du mein Gast sein magst, bin ich so in meinem Gedächtnis zurückgegangen. Wenn mir das jemand gesagt hätte damals, du gehst zum Richard zum Yoga und irgendwann wirst du eigentlich ganz intensive und ganz intime Momente seines Lebens
begleiten und wirst so ein bisschen ein Teil von seinem Leben werden. Und er wird dann bei dir einmal als Gast im Podcast sitzen. Hätte ich gedacht, hä? Was für einen Plan hast du mit mir? Oder was soll noch in meinem Leben passieren? Und dass das jetzt so die Realität ist, dass wir da sitzen, berührt mich eigentlich sehr. Weil damals war ich einfach strebsame Yogini, die alles so machen wollte, wie du es vorgezeigt hast, damit ich mich meinem Körper was gut tue. Und dazwischen ist einfach so viel passiert. Zwischen diesem ersten Tag, den du ja als Yogalehrer nicht in Erinnerung hast und dich jetzt aber schon als die, wo du halt damals das erste Mal in mein Leben getreten bist. Irgendwann auf dem Weg habe ich deine Frau auf der Matte kennengelernt und mir gedacht, aha, das kombiniere ich jetzt richtig, die zwei gehören zusammen. Und als deine Frau Julia mich dann kontaktiert hat, och, ich bin die Julia. Ich trage ein Wunder in mir und ich und mein Mann würden uns wünschen, dass du uns auf diesem Weg begleitest. Und ich dachte, wow, ja, ja, großartig. Und vielleicht steigen wir da ein. Mhm. Eigentlich, wenn man so, wenn man das im ChatGPT so eingibt, wer ist Richard Grohr Bleiweiß? Ist eine bekannte Persönlichkeit in Klagenfurt. Er ist vieles. Er ist Texter, er ist Redakteur, er ist Gründer, er ist Yogalehrer, er ist Studiobesitzer und Shopbesitzer, er ist Autor und vieles mehr eigentlich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, was man so über dich Manchmal. schreiben. Und ich durfte dich eigentlich in einer ganz anderen Rolle noch kennenlernen, die mich zutiefst berührt. Ich durfte dich als Partner kennenlernen. Ich durfte dich auf deinem Weg zur Geburt, in deine Vaterschaft eigentlich begleiten und in wahrscheinlich, glaube ich, eines der intimsten Momente deines Lebens dabei sein. Und das finde ich schon richtig magisch. Ja. Und wir reden sehr viel über Frauen, wie intensiv das für die Frauen ist, wenn sie in guter Hoffnung sind, wenn sie ein Wunder in sich kreieren, weil da ein Wesen unter ihrem Herzen wächst, wenn sie in ganz unterschiedliche Umstände kommen, wenn sie dann wirklich diese transformative Reise der Geburt durchtauchen und dann zur Mutter werden. Und ich finde, dass das bei euch nicht so viel anders ist, außer dass vielleicht die Intensität woanders liegt, aber dass ihr, und ich sage es jetzt einfach als Partner und Partnerinnen, aber vor allem auch der männliche Teil der Gesellschaft, ein Teil davon geworden seid, was ja über Generationen gar nicht so der Fall war. Und wenn ich dich jetzt hernehme, als Vertreter, einer der Vertreter auch diesen Teil des Gesellschaft, bist du eigentlich so per se jemand, der schon sehr unüblich seinen eigenen Weg gegangen ist. Ähm, wenn man jetzt von so einem typischen Weg durchs Leben denkt, warst du eigentlich sehr mutig, da schon Grenzen zu durchbrechen oder nicht zu durchbrechen, bewusst einfach wirklich dich für einen anderen Lebensweg entschieden hast. War dir das bewusst eigentlich? Nein. Also, wenn du sagst, ich war immer mutig, dann war das, für mich war das immer das Gegenteil von Mut. War es davonlaufen? Es war Verstecken eher. Mhm. Ich bin froh, wo das hingeführt hat, sagen wir so. Und das hat Mhm. dann Mut gebraucht, das auch alles bewusst zu tun. Mhm. Aber ich glaube, ich habe viele, viele Jahre eher unbewusst gelebt Mhm. und mich halt auf das verlassen, was mir mitgegeben wurde. Mhm. Ich hatte die Freiheit von zu Hause her, bin mit vielen Privilegien groß geworden, Mhm. die ich immer noch genieße. Und
ich wurde in dem Sinne mit viel Freiheit ausgestattet. Mhm. Und es ist aber nicht so leicht, mit viel Freiheit umzugehen. Also, Mhm. weil man muss dann jede Entscheidung selber treffen. Wenn es jetzt vielleicht jetzt weniger Zwang gibt, oder ökonomischen Zwang oder Mhm. gesellschaftlichen Zwang. Mhm. Ähm, und das hat bei mir ein bisschen gebraucht einfach, um auch zu wissen, was ich überhaupt will. Oder das ist noch immer ein Prozess, der noch immer Mhm. stattfindet und immer intensiver wird, jetzt wieder in meiner neuen Rolle als Vater. Mhm. Und wenn du sagst, dass die Intensität der Geburt und so halt ein weibliches Thema ist, dann stimme ich Mhm. dir da vollkommen zu. Mhm. Ähm, und wir Männer oder Partner haben, haben da halt natürlich unsere Rolle zu spielen und Mhm. können da unseren Teil mithelfen, sozusagen, und da Mhm. sein. Aber tatsächlich ist es halt so, dass dann die Hauptarbeit erst beginnt, wenn das Scheinwerferlicht wieder weg ist. Mhm. Und wenn die ganzen Verwandten einmal mit dem kleinen Babysöckchen, den man eh nicht braucht, wieder abgezischt sind und das Baby einmal angeonkelt haben, dann fängt halt die Arbeit an. Und da Mhm. müssen dann die Männer aber tatsächlich mitmachen, weil sonst bricht halt das Chaos aus. Mhm. Man merkt das, oder ich merke das, wenn ich halt andere Mütter beobachte, die vielleicht keine Männer haben Mhm. oder keinen familiären Background Mhm. haben, weil sie in einer anderen Stadt wohnen oder es keine Familie gibt, wie privilegiert dann meine Situation ist mit einer gesunden Frau und gesunden Kindern und 3 Hebammen Ja. und einer Familie auf beiden Seiten, die mithelfen und eben wo Unterstützung noch und nöcher da ist. Mhm. Und das muss man sich immer wieder, oder ich sage mir das immer wieder vor, Mhm. ähm, wie gesegnet ich da bin Mhm. und, und muss mir halt dann ganz klar werden, was ich mit meinen Ressourcen dann auch tun kann oder sinnvollerweise tun kann. Ich finde das eigentlich sehr schön, wie du das immer wieder erwähnst, ähm, dass du privilegiert bist. Also, das ist einfach echt öfters gefallen in diesem kurzen Anfangsgespräch jetzt. Trotzdem finde ich, will ich das wirklich aus dir herausholen, dass du verstehst, man kann noch tausendmal privilegiert sein, aber man muss eine Entscheidung in sich treffen, glaube ich, ob man ein Teil davon sein möchte. Und ich glaube, da würde ich wirklich gerne wissen, dass du hingehst und schaust, was ist in dir passiert, dass dann dieses Bewusstsein darüber da war oder die Selbstverständlichkeit, dass du ein Teil davon sein möchtest, dass du dich in diese neuen Rollen in deinem Leben eigentlich verkörpern möchtest, weil, so wie sehr, sehr, sehr viele andere Männer, du jetzt, glaube ich, nicht die Generationen Vorerfahrungen gehabt hast, wo dir deine männlichen Vorfahren einfach mitgegeben haben, was es heißt, sich als Vater zu verkörpern und wirklich ein Teil davon zu sein und sich wirklich, also das anzuerkennen, was da jetzt passiert ist und diese Rolle so committed, wie ich dich erlebe, als Vater und als Partner da eigentlich einzunehmen. Wie und dann, wie du erwähnt hast, eigentlich war das dieses Suchen von dir, hast du jetzt gar nicht so mutig empfunden am Anfang, sondern es war eher Verstecken, weil du womöglich, nicht gewusst hast, wo du da wirklich hingehörst oder wo ist dein Weg? Aber was hat dich dazu geführt, dass du so genau das verkörpern kannst als Partner und Vater? Das stimmt jetzt, was du sagst. Jetzt fällt es mir auch auf. Da hat schon Mut dazu gehört, das zu vermeiden, wie ich das getan habe, weil das war das, was ich konnte, war dann irgendwann Nein sagen. Mhm. Und das war schwierig, weil Mhm. es gab natürlich einen vorgefertigten Pfad für mich. Ich hätte die Firma von meinem Vater übernehmen können, der nur das passende Studium abschließen müssen und dann dort einsteigen, mitarbeiten. Mhm. Ähm, Mein Vater hätte sich
nichts mehr gewünscht als das. Und da musste ich sozusagen Nein sagen. Dann irgendwann, nach dem langen Herauszögern dieser Entscheidung. Ja, und das ist mutig. Das ist mutig. Und ich muss sagen, ich bin auch meinem Vater dankbar, dass er das trotz der Enttäuschung sozusagen mir verzeihen konnte. Und dann musste ich aus der Situation wieder raus. Und nachdem ich gelernt hatte, Nein zu sagen, habe ich das auch ausgiebig getan. Immer abgegrenzt, gesagt, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel. Ich brauche meinen Raum, habe mich sehr beschützt. Mhm. Ähm, und vielleicht habe ich dann gelernt in der Beziehung zu Julia, und Mhm. ich würde mal sagen, vor allem ab der Entscheidung, sie zu heiraten, tatsächlich habe ich dann gelernt, auch Ja zu sagen zu manchen Dingen. Nicht immer nur Nein zu sagen zu dem, was ich nicht mag, und dann mitzuschwimmen mit dem Rest Mhm. sozusagen, dann sich für gewisse Dinge dann ganz aktiv zu entscheiden und dann eben zu committen. Sagen, ja, das ist jetzt das, was ich will, und das ziehe ich jetzt durch, gegen die Widerstände, die vielleicht kommen, und dann so ein bisschen dabei zu bleiben Mhm. auch, wenn man vielleicht innerlich davonlaufen will. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, ja nichts Besseres, was einem das so kompromisslos beibringt, als Kinder zu haben, Mhm. weil da kann man halt nicht gut davonlaufen. Als Mann kann man es ja Mhm. besser, wird ja Mhm. auch praktiziert. Ähm, aber das möchte ich jetzt vermeiden, sagen wir so. Mhm. Und mit der Entscheidung zum Kind habe ich dann eben auch gewusst, bin ich da halt in der Situation drinnen und muss mich da jetzt ein bisschen damit anfreunden. Ich hatte jetzt schon ein Vaterbild zu Hause, aber das war jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt das, was ich jetzt nachmachen wollte. Mhm. Jetzt nicht, weil das schlecht gewesen wäre, sondern es war halt nicht das, was ich verkörpern wollte einfach. Mhm. Was mit dir resoniert? Und musste mich da halt ein bisschen herantasten. Mhm. Und das ist trotzdem ein Tabu, sagen wir mal, unter Männern, so offen darüber zu reden. Mhm. Wie geht es dir in der Beziehung oder wie geht es dir Mhm. als Vater und was für ein Rollenbild verkörperst du? Das sind Themen, über die wenige Männer reflektieren. Mhm. Ich kenne zum Glück ein paar, das liegt mit meiner halt Profession als Yogalehrer zusammen, dass dort Mhm. die Männer, die dorthin kommen, die sind, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen reflektierter auf gewisse Themen als am Stammtisch oder so. Ähm, aber das braucht auch Räume, um Heilung zu erfahren Mhm. und um Wachstum zu besprechen. Und das lernen wir modernen Männer halt vielleicht jetzt wieder neu. Mhm. Und meiner Erfahrung nach sind das halt viele Väter, die sich dann irgendwann damit beschäftigen, weil wir durch diese Kinderbeziehung Mhm. so wieder aufs Natürliche ein bisschen zurückgeworfen werden oder mehr Mhm. sehen. Und je mehr man dabei ist, auch bei der Geburt, beim Stillen, im Wochenbett, desto mehr ist man wieder irgendwie im Leben. Mhm. Während man halt als Single-Mann oder in einer lockeren Beziehung, sagen wir mal, oder bei mir war das halt so, relativ artifiziell leben kann. Also die Gesellschaft zieht einen dort auch hin. Mhm. Die sagt ja nicht wirklich, verbindet euch miteinander, sondern die sagt Mhm. eigentlich, komm in diesen geschützten Raum, wo du möglichst ohne das mit Leuten zu besprechen oder zu überschlafen konsumieren sollst. Konsumieren soll. Mhm. Ähm, und dort die Geburt als körperliches Ereignis, als unaufhaltsame Kraft, die zieht einen dort einfach raus. Mhm. Und deswegen ist es ganz logisch, dass die Männer vor ein paar Generationen dort einfach rausgenommen worden sind aus der Situation. Weil Mhm. dort sind sie nicht erwünscht gewesen. Mhm. Ähm, und dann war das eben so, dass wie durch Magie die Frau und das Kind geschminkt und gestylt dann wieder übergeben wurden irgendwann in die Obhut Ja, genau. des Mannes. Ja, genau. Und zum Beispiel, wenn war es hast du immer einen Wunsch in dir getragen, dass du auch Vater sein möchtest? Ähm, ja, Mhm. also relativ früh, muss ich sagen, habe ich den Wunsch schon gehabt oder mir das vorstellen können. Mhm. Eine gute Freundin von mir hat relativ früh für heutige Verhältnisse ein Kind bekommen. Ähm, und da habe ich halt damals auch schon ein bisschen aufgepasst und Baby gesittet. Ähm, und da
das war so ein bisschen ein Probelauf sozusagen. Mhm. Und haben wir da schon gedacht, das wäre auf jeden Fall etwas, das ich mir gut vorstellen könnte. Das du dir gut vorstellen könntest. Und wenn du jetzt so zurückblickst, jetzt hast du 2 Töchter. Eine ist 4,5, eine ist nicht einmal 'ne halbe, 4 4 Monate. Monate alt. Also jetzt bist du in dieser Rolle, oder die beginnt ja schon eigentlich vor der Geburt des ersten Kindes. Also die beginnt eigentlich schon mit der Schwangerschaft, wenn du ein Teil davon bist. Und wenn du jetzt so dich hineinfühlst und das zurückblickst, kann man davor eine Idee haben, was es heißt, diese Rolle einzunehmen im Leben? Also wenn man sich sehr bewusst mit Leuten unterhält, Mhm. dann könnte man das bestimmt. Es Mhm. ist jetzt ja, ähm, es umgibt uns ja. Mhm. Es ist ja dieser Schleier davor, den die Gesellschaft aufbaut, dass das alles versteckt im Krankenhaus stattfindet oder eben in den eigenen vier Wänden. Es gibt halt keine Sippen mehr, wo die Generationen gemeinsam leben und Mhm. voneinander lernen. Es gibt keine Initiationsrituale mehr für Mhm. junge Frauen und Männer, Mhm. wo diese Rollen ein Mhm. bisschen gelehrt werden Mhm. und wo auch die mm, Lebensereignisse mitgefeiert werden. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ob du dir das so, Ah, so, okay, so wie ja. es jetzt Mhm, gelebt mhm. wird, ob man eine Vorstellung davon hat, ob man sich das Also wirklich ich vorher hatte es vorstellt. nicht. Ich hatte es nicht. Nein. Mhm. Also ich habe mir gut darauf vorbereitet, was sein könnte, aber also noch einmal ein großer Unterschied von einem Kind zu 2 Kindern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Kind, darauf war ich top vorbereitet. Das war super organisiert, sehr geplant. Der Julia und ich sind da ja immer gut informiert. Und das zweite Kind ist halt dann, ja, da muss man schon mehr Kontrolle abgeben. Aha. Man muss sich auch Dinge aufteilen. Aha. Ähm, Ich habe auch mit der Julia, als wir beschlossen haben, das zweite Kind zu kriegen, auch geredet. Und wir haben halt auch gesagt, es kann so nicht weitergehen. Sozusagen. Wir können nicht mit 2 Kindern genauso weiterleben wie mit einem Kind. Da müssen sich Dinge ändern. Und da müssen halt dann wieder andere Kompromisse her. Aha. Und wir müssen an uns selbst arbeiten, jeder für sich. Mhm. Ähm, Weil es war für mich zum Beispiel relativ leicht mit einem Kind, als dann eben die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett war, ich habe Mutter und Kind als System begriffen einfach. Mhm. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann ich das System unterstützen? Das Mhm. heißt, eben, ich habe das miterlebt, dass die Julia den Hauptfokus aufs Kind legt und sich selbst ein bisschen vergisst oft oder in Mhm. den Hintergrund Mhm. stellt. Und ich habe halt gewusst, okay, also ich brauche gar nichts tun, um das Kind ist immer gesorgt. So. Das heißt, ich kann mir ein bisschen mehr um die Mutter kümmern, damit es dem Kind auch gut geht Mhm. und so das Ganze als System begriffen. Musste dann im Laufe der Zeit halt dann auch lernen, ich bin auch Teil von dem System, mir muss Mhm. es auch gut gehen. Mhm. Und jetzt ist halt das System noch größer geworden mit dem vierten Kind. Jetzt muss jeder auf jeden ein bisschen schauen. Jetzt Mhm. macht auch die Toni schon ihren Teil dazu. Mhm. Ähm, und dann ist es halt alles nicht mehr so leicht zu durchschauen. Mhm. Ähm, die Beziehungen werden einfach dynamisch und komplex und organisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, mein größtes Wachstumspotenzial in der Mhm. Familie, ist, dass alles organisch wird, dass man das Leben wieder spürt, Mhm. dass man Ambivalenzen aushalten lernt, dass man Konflikte hat, die man nicht vermeiden kann. Ähm, und im Zuge dessen kann man das, glaube ich, auch draußen in der Außenwelt wieder spüren. Man Mhm. sieht die Jahreszeiten wieder, weil Mhm. das Kind die Jahreszeiten sieht. Mhm. Ähm, und das Ganze gewinnt einfach an Bedeutung, Mhm. ohne dass Dinge passieren müssen, ohne dass man ständig Ereignisse braucht und Mhm. Events braucht oder so. Das Mhm. Leben ist dann an sich schon so ausgefüllt mit Ups and Downs. Mhm. Ähm, Das habe ich mir nicht vorstellen können, Dass das so dass sein das so kann. sein kann. Ja. Mhm. Und als ihr mit Julia darüber gesprochen habt, als ihr das erste Mal in Guter Hoffnung wart, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Habt ihr euch schon darüber unterhalten, bevor die Julia überhaupt schwanger wurde?
Oder ist das dann auch organisch entstanden? Schwangerschaftstest ist positiv. Wie gehen wir jetzt diesen Weg? Was ist uns jetzt wichtig? Hm. Kann ich mich jetzt nicht so genau erinnern, Mhm. ob das jetzt, aber in der Schwangerschaft auf jeden Fall haben wir viel geredet. Wir hatten ja Zeit im Lockdown. Wir haben schon so uns ein bisschen auf eine Ebene gebracht. Was ist Mhm. dir eigentlich wichtig? Wenn es jetzt was willst du dem Kind mitgeben, sagen wir mal jetzt so Mhm. plakativ gesagt, Mhm. da haben wir uns schon Schon bewusst schon darüber unterhalten. unterhalten. Ja, sicher waren das dann irgendwelche Gespräche, die halt dann ja an der Realität auch zum Teil gescheitert sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, also ich war froh, dass ich so ein bisschen einen Plan hatte und Ja, schon genau. gewusst habe, okay, was ist mir eigentlich wichtig. Ich bin aber auch drauf gekommen, dass die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die kann ich nicht meiner Tochter beibringen, sondern die muss ich in der Welt da draußen verändern. Mhm. Das war dann auch ein Learning von mir. Mhm. Also wenn du halt deiner Tochter was Gutes tun willst, dann geh raus und wähl die richtige Partei und geh Mhm. mal auf eine Demonstration und sag deine Meinung und Mhm. steh dazu, weil das ist eine Welt, die man bauen muss, wenn man will, dass seine Kinder dort glücklich leben können Mhm. und nicht nur sie darauf vorbereiten, was draußen alles Schlimmes passieren könnte oder so. Mhm. Das kommt vielleicht auch, aber jetzt sind Mhm. wir zum Glück noch im magischen Alter. Mhm. Und wo ihr euch dann darüber Gedanken gemacht habt, wo Toni geboren wird. Wie kommt man, wenn man keine Vorerfahrung hat, eigentlich auf die Idee? Und die meisten Leute, trotzdem in Österreich, Statistik sagt, dass die meisten in der Klinik entbinden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass die Toni zu Hause geboren werden soll? Naja, wir haben eigentlich nur so rumgefragt, wer eigentlich die beste Hebamme ist, die wir haben könnten. Und dann wurdest du uns empfohlen und dann war halt auch das Thema, dass du halt eine Hausgeburtshebamme ist, weil das gibt ja Mhm. jetzt nicht so viele davon. Mhm. Und dann war das halt für uns zumindest einmal am Tisch Eine Idee eine Idee, überhaupt. ja. Mhm. Ah ja, genau, Sowas gibt's. sowas gibt es auch. Und es ist jetzt wirklich schwer zu sagen, was wir uns für Gedanken gemacht hätten, wenn es Mhm. keine Pandemie gegeben hätte zu Mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Weil unser Schwangerschaftstest war im Lockdown und die Geburt war dann im nächsten Lockdown. Mhm. Und wenn wir im Krankenhaus gewesen wären, dann hätte ich da ja nicht dabei sein können. Mhm. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich da überhaupt dann irgendwie einmal eine Stunde irgendwo hätte sein können oder gar nicht oder wie auch Mhm. immer. Mhm. Das heißt, eigentlich ist der Weg, für den ihr euch entschieden habt, hat viele dieser Überlegungen eigentlich ausgeschaltet, weil sie nicht notwendig waren. Genau. Ich frage mich das wirklich, wie war das? Weil es kommen sehr oft Frauen zu mir, die sagen, Ma, ich trage echt einen großen Wunsch, gerade vorige Woche wieder. Ich will so gerne, dass mein Kind zu Hause auf die Welt kommt. Und ich weiß, dass wir vorgeprägt sind von dem, was wir in der Gesellschaft erleben und wir das, ohne dass es uns bewusst ist, als der Weg oder die Wahrheit oder die Realität, in der sich alle befinden, eigentlich wahrnehmen. Und sehr oft kriegen die Partner der Frauen eigentlich große Krisen, wenn sie aussprechen, dass sie zu Hause entbinden wollen. Hast du eine Krise gekriegt deswegen? Na, Das war keine Krise von dir. na, Hast du dir überhaupt was nicht. darunter vorstellen können? Ähm, Ich habe dann halt ein paar so Geburtsberichte gelesen Mhm. von Hausgeburten ähm, und habe mir dann relativ bald das so vorstellen können. Mhm. Und ich habe ja auch so ein Buch gelesen, das nur Vätern empfohlen wird, wo dann Mhm. steht, was kann alles schiefgehen. Mhm. Ähm, Ich habe das halt gelesen, um dann, weil immer wenn die Julia dann in der Schwangerschaft gesagt hat, da ist keine Ahnung, schlecht oder was auch immer man alles haben kann, dann habe ich immer sagen können, ich weiß, das ist ganz normal. Du musst dich nicht mit allen Symptomen, die man haben kann, unter Umständen beschäftigen. Mhm. Und bei der Hausgeburt war das dann auch so. Wir haben einfach immer also ich habe gewusst, dass die Julia das schafft, wenn sie das will. Mhm. Ähm, und wir haben auch dir vertraut. Mhm. Also wir haben einfach nur das Beste gehört. Mhm. Und wir vertrauen auch darauf, dass die Rettung schnell da ist, wenn wir sie brauchen. Mhm.
Also für mich hat da eigentlich nichts dagegen gesprochen. Mhm. Bei mir war dann eher schon von vornherein, mir hat eher das Krankenhaus abgeschreckt, sagen wir mal so, Mhm. weil ich mir das nicht vorstellen konnte, in dem Setting einfach zu sein. Mhm. Also ich bin zum Glück noch nicht oft im Krankenhaus gewesen, aber man geht da trotzdem rein und wird behandelt. Mhm. Ähm, Das ist halt so. Und das will man ja dann auch, wenn man krank ist oder verletzt. Aber wenn man schwanger ist, ist man halt nicht krank oder verletzt. Mhm. Deswegen denke ich mir, also ich gehe ja also natürlich immer ein Risiko ein, wenn ich die Straße überquere. Mhm. Aber die Vorteile haben da für mich eigentlich von vornherein Mhm. schon Das heißt, du hast weit einfach überwogen. Ja. wohlgefühlt damit. Ja, der Und Gedanke das hat war sich gut einfach. angefühlt und ich habe eben gewusst, solange die Julia das will, wird das funktionieren, weil sie das schafft dann. Mhm. Wie war es dann für dich, als diese Kraft dann dahergekommen ist? Ich habe mir jetzt nie gedacht, oh mein Gott, wären wir doch im Krankenhaus oder so. Mhm. Ich weiß, die Julia hätte sich dann zwischendurch wahrscheinlich ein Schmerzmittel gewünscht oder so. Aber da war ich ganz weit davon weg. Bei der Toni eben habe ich einfach, als es dann einfach gedauert hat, die letzte Phase der Geburt, habe ich halt immer dich angeschaut und mir gedacht, ich werde dir schon was anmerken, wenn was ist, sozusagen. Mhm. Weil für mich war das ja das erste Mal, ich habe keine Ahnung, ist das normal oder nicht. Mhm. Und solange du cool geblieben bist, bin ich halt auch so halbwegs cool geblieben. Ja, genau. Aber also, das ist eine Dimension der Geburt, ob man jetzt ruhig bleibt und in der Sicherheit bleibt, das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, also ich bin ja immer als jemand, der das selbst erfahren hat dabei, plus jemand, der darin geschult ist, diesen Raum für schon was Intensives zu halten und wissen, es ist alles, es ist alles gut. Mhm. Da kann es kann sich vieles von mir abspielen, wo ich weiß, es ist alles gut. Aber ich bin das gewohnt. Und ich würde jetzt so gerne hören, trotzdem, wie es ist, jetzt gar nicht aus diesem, läuft es gut, läuft es nicht, sondern einfach einmal diese Kraft überhaupt als Mann zu sehen, was da mit einer Frau passiert oder was für eine Bühne bietet sich da jetzt eigentlich. Wie ist das? Kannst du das noch herholen, was sich da in dir abgespielt hat? Die erste Geburt ist schon sehr lang Mhm. her, sagen wir so. Das ist vielleicht schon ein bisschen überschrieben worden. Mhm. Aber es war auf jeden Fall die erste und die zweite Geburt ganz unterschiedlich für mich. Mhm. Eben, ich habe die erste so, das war so ein Plateau irgendwie. Mhm. Ähm, und die habe halt dann relativ, sagen wir mal, es hat relativ lang gedauert, wo ich gemerkt habe, die Julia hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Also das ist einfach scheiße, was da passiert. Und ähm, das ist nicht leicht auszuhalten. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut ausgehalten. Ähm, Bei der zweiten Geburt, da habe ich es jetzt ein bisschen frischer, da weiß ich noch, da war die Julia ein bisschen anders und die Geburt war ein bisschen anders und wir haben eben schon mit Erfahrung sozusagen da reingegangen. Mhm. Da war es für mich irgendwie, wie soll ich sagen, da war noch mehr auch, ich würde gar nicht sagen, aggressive Kraft vielleicht im Spiel. Mhm. Ähm, ich habe das dann mir versucht, irgendwie herzuleiten, kann ein Mann sowas überhaupt erleben? Und Mhm. mir ist dann Ja. eingefallen, ein Mann kann das erleben, wenn er wahrscheinlich in einem Kampf um Leben und Tod im Krieg jemandem anderen gegenübersteht. Mhm. Wo du sagst, okay, der Ausgang einfach ungewiss Mhm. und weglaufen ist nichts. Mhm. Und das habe ich halt bei den Geburten schon ähm, gespürt, dass ich hoffentlich nie in so einer Situation bin und also dass sich jede Frau da sehenden Auges sozusagen, vor allem bei der erneuten Geburt ja rein begibt, Mhm. sich wieder an diese Klippe zu stellen und mit aller Kraft da. Es ist ja, glaube ich, weniger.
so ein Kampf, wie man das jetzt vielleicht das männliche Pendant wäre, Mhm. sondern es ist halt eben dieses Loslassen von der Kontrolle, Mhm. dass wir Männer, wenn wir halt in diesem Prinzip bleiben, uns so schwer vorstellen können. Mhm. Und das hat mir an der Julia so besonders fasziniert an der Mhm. Situation, ähm, weil sie jemand ist, die schon ganz bewusst das Loslassen übt Mhm. und üben muss, weil es ihr Mhm. nicht so leicht fällt. Mhm. Und wie überraschend gut sie das dann sozusagen in der Situation der Geburt konnte, Mhm. einfach mit eisernem Willen auch. Mhm. Ähm, aber es ist schwer, also es war wirklich, also für mich ist es schwer, das zu beschreiben. Ähm, Was sich da in deinem Inneren dann abspielt, wenn man das also wenn man das Zeuge dessen ist. mh, Es ist halt, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man vielleicht jemand ist, der wirklich gern die Kontrolle hat, dass dann auch das Danebenstehen sehr, sehr, sehr schwierig ist, Mhm. als Laie sozusagen. Mhm. Ich bin es gewohnt, der Julia zu vertrauen. Ich habe ja in der Situation vertraut. Mhm. Und deswegen konnte ich das wahrscheinlich ganz gut aushalten. Aber Mhm. ja, also sie hat sich für mich schon sehr verändert einfach durch den Moment. Mhm. Also so wie ich sie sehe. Mhm. Und das muss man sich aber auch ein bisschen wach halten, weil das verschwindet auch wieder im Alltag dann. Mhm. Ich finde ja, dass die Frauen sehr oft, vor allem wenn sie schon eine Erfahrung haben, also ich glaube beim ersten Mal, das kann man rauf oder runter spielen, man kann sich diese Kraft eigentlich nicht so ganz ausmalen als Frau. Und wenn sie da ist, wenn sie dir in die Augen schaut, ist das schon echt was Großes, wo man mitunter echt keinen Bock auch drauf hat. Also ich denke, ähm, nice, aber genau, kann man auch wieder beenden, weil es einfach unglaublich intensiv ist, diese Kraft nicht zu konfrontieren, sondern sich dieser Kraft, wie du gesagt hast, sich einfach hinzugeben, die Kontrolle loszulassen und wissen, hey, das ist kein Kampf, das ist ein Tanz. Das ist eigentlich ein Tanz. Und wie mache ich jetzt die Schritte mit dieser Kraft? Und wie kann ich mit ihr tanzen, damit ich da nicht untergehe? Und, und ich glaube, dass die meisten Frauen überrascht sind von dieser Intensität, weil man sie irgendwie nicht ausmalen kann. Und, und wenn sie dann zum Beispiel das zweite Mal, das dritte Mal, ich hatte gestern eine Geburt, das siebte Mal, dann weiß man schon, okay, dann weiß man, es ist eine Kraft, vor der habe ich Respekt. Und ich weiß aber, dass ich das schaffe. Und trotzdem habe ich dann vielleicht noch einmal mehr Respekt, weil ich weiß, da gibt es eine Erinnerung in mir, die ist riesig. Die fühlt sich riesig an. Manchmal hindert genau diese Erinnerung die Frauen überhaupt, sich wieder für eine Schwangerschaft zu öffnen. Und das erfordert schon dann viel mehr Mut, zu sagen, ja, okay, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich habe eine Kraft kennengelernt und bin da auch in mir aktiviert, die ist unbeschreiblich, aber man hat einfach Respekt und man hat dann noch mehr Respekt, weil man weiß, auf was für einem Seil man da eigentlich tanzt. Und sehr oft erlebe ich die Frauen, dass sie dann in der Schwangerschaft schon eigentlich eine Geburt vor der Geburt dann hinlegen, sich, sich mit diesen Gedanken eigentlich anzufreunden, dass das gut ist und dass man sich auf das wieder einlässt und dass man das schon eigentlich schafft und sich wieder freiwillig eigentlich auf diesen Seil begibt, wo man dann eigentlich balanciert, bis dann das Kind geboren ist. Wie ist es, also würdest du sagen, dass, so erlebe ich es bei Frauen, würdest du sagen, dass wenn du jetzt als Begleiter das schon einmal erlebt hast, dass es dir dann, gibt es da auch sowas wie, dass man noch mehr Respekt davor hat oder noch mehr ähm, Achtung, Respekt oder sich noch einmal mehr dessen bewusst ist, was da passiert?
Ja, man ist sich bewusster, man hat es eben schon einmal erlebt und man weiß, dass dieser Moment halt dann wieder kommt. Ähm, und die Julia hat mir ja auch erzählt, wie es ihr gegangen ist bei der ersten Geburt. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann einfach sein, dass das wieder so ist. Und jetzt weiß sie aber, wie sie sich gefühlt hat. Das habe ich bei der ersten Nicht. Schwangerschaft nicht gewusst. Die hat das ja nicht laut ausgesprochen. Mhm. Die Ähm, ist richtig lästig, ja? Die ist richtig lästig. und ich war dann trotzdem bei der zweiten Geburt irgendwie ein bisschen vorwitzig Mhm. und habe dann ein bisschen zu viel geschaut. ähm, ähm, aber ja, also wie gesagt, noch einmal sich für das noch einmal zu entscheiden, allein diese Entscheidung hat schon sehr viel Respekt Mhm. verdient. Mhm. Weil bei mir war der Gedanke, ja, okay, äh, jetzt ist dann wieder, jetzt ist gerade die Toni im Kindergarten und das erste, wir haben jetzt ein paar Nächte gut geschlafen und ein paar Vormittage frei und jetzt wollen wir das wieder von vorne machen. Das war so meine Das ist Entscheidung. deine Entscheidung. Und nicht, okay, will ich wieder da an dieser Klippe stehen und die Wellen kommen, weil dem muss ich mir ja jetzt nicht aussetzen. Also Aha. da sage ich vertraue dir, dass du das schaffst und ich kann für dich da sein, aber du musst es halt machen. Mhm. Also ich kann nicht guten Gewissens sagen, dass ich dass ich mir auch so entschieden hätte, wenn ich das selber hätte machen müssen. Also, Mhm. das ist, glaube ich, Ja. etwas, weswegen das für die Männer halt anders ist als für die Frauen, weil für uns Männer fängt es halt dann wirklich erst an. Wenn Also das die Kind Frau da hat ist. die Schwangerschaft und die Geburt schon geschafft Mhm. und dann fängt natürlich alles andere auch für sie an. Aber für uns Männer fängt es dann halt dann wirklich an. Weil Mhm. vorher war irgendwie, ja, Füße massieren und irgendwas zureichen und das passt schon so. Aha. Und dann muss man halt wirklich ran, wenn man auch dieses Leben haben möchte. Und dann, das sind vielleicht Dinge, die dann die Männer halt nicht lernen, Mhm. dass sich da ja dann nicht nur einfach ein Kind da ist, um das man sich kümmert, sondern dass sich ja alles verändert. Das Mhm. Leben verändert sich, die Beziehung verändert sich, die Frau verändert sich auch mit jedem Kind. Mhm. Und das dämmert dann irgendwann schon langsam, okay, es ist nicht so, dass man halt Baby hat und dann ist irgendwann das Leben wieder wie vorher, nur halt mit Kind. Das könnte man vielleicht mit sehr viel Ressourcen irgendwie künstlicher Zeit lang sich vorspielen, dass das so ist. Mhm. Aber die Realität ist halt eine andere. Es ist jetzt einfach ein System geworden. Mhm. Und da müssen dann auch die Männer loslassen lernen von gewissen Dingen, von gewissen Erwartungen an die Beziehung und an den Alltag und an die Freizeitgestaltung und das Leben. Was hast du am allermeisten losgelassen? Also ja, das springt jetzt auch wieder zu dem Punkt, dass ich halt mit sehr viel Privilegien aufgewachsen bin. Mhm. Und dass es halt nicht nur, dass ich jetzt keine wirtschaftlichen Zwänge kannte, sondern ich war auch das jüngste Kind in der Familie und der einzige Sohn. Und das hat mich schon ein bisschen so geprägt, so ich bin was Besonderes. Mhm. Das wurde mir halt irgendwie Immer wieder immer wieder suggeriert, ja. mitgegeben. Ja. Mhm. Und also wirklich viele Jahre meines Lebens in dem vollen Wissen, dass ich habe das eigentlich im Lebenslotto gewonnen und mir kann da nichts passieren. Ja. Und das wird Mhm. sicher um die nächste Hausecke der nächste Lotto-Sechser schon auf dem Boden warten. Mhm. Und, und von diesem, sagen wir mal, vielleicht unbeschwerten Gefühl muss ich mich langsam lösen. Mhm. Das ist dann halt, wie gesagt, andere Menschen werden da sicher früher erwachsen. Bei mir ist es halt jetzt wirklich mit der Familiengründung Mhm. passiert. Und es ist, glaube ich, für mich, und wenn ich das so mit anderen Männern bespreche, geht es nicht nur mir so, schon so, dass wir so ein bisschen ein Mittelpunkt-Syndrom haben. Oder ich hatte das, ein Main-Character-Syndrom. Mhm. Ähm, und davon
davon musste ich mich halt oder verabschieden. Also, Mhm. okay, ich bin in meiner Welt immer noch die gleiche Person, Mhm. aber da draußen ist halt eine andere Welt mit jetzt 3 Personen, ähm, und das geht nicht alles nach meinem Willen. Und das ganze Licht scheint nicht mehr nur auf dich. Genau, es bin nicht ich und die anderen, sondern, Du bist ein Teil davon. ein Teil davon im Idealfall oder manchmal eben sind's die und ich auch. Die Mutter-Tochter-Beziehung oder Mutter-Kind-Beziehung, ist halt was anderes als die Vater-Kind-Beziehung. Mhm. Und auch wenn man sich im besten Wissen und Gewissen so viel wie möglich, aufteilt und Mhm. abwechselt und einbringt, solange halt die Situation so da ist, ähm, muss man da Unterschiede anerkennen Mhm. und sich auch dann damit oder abfinden, dass man halt jetzt nicht die meist gekuschelte Person im Haus ist oder die Mhm. meist umarmte Person und die meist Mhm. geküsste Person im Haus ist. Mhm. Ähm, und da muss es dann andere Räume geben für Heilung. Ähm, Würdest du sagen, dass du dadurch vielleicht auch ein bisschen hingeschubst wurdest, die Räume in dir aufzumachen, zu schauen, wo kriegst du das? Wie kannst du das aus dir holen, was du sonst vom Außen gekriegt hast, wenn das so ein bisschen wegfällt und ja, du ni genau dadurch. Also es Mhm. waren ohne Kinder sowieso einfach so viele Ressourcen für mich und für die Beziehung da, dass alles einfach von alleine auf mich zugefallen ist und das war alles super. Also, Mhm. ähm, und mit einem Kind ging sich das auch noch so ein bisschen aus, sagen wir mal, dass immer noch genug Ressourcen für alle da sind. Mhm. Und jetzt beim zweiten merkt man halt dann, dass man sich schon gut Gedanken machen muss oder ich mir gut Gedanken machen muss, was will ich eigentlich wirklich? Was Mhm. brauche ich eigentlich wirklich? Mhm. Und worauf kann ich jetzt einmal eine Zeit lang oder überhaupt auch verzichten? Was war Mhm. immer nur vielleicht, was ist immer nur ein Requisite gewesen für eigentlich ein anderes Bedürfnis, Mhm. was eigentlich zu komplex ist oder so. Mhm. Ähm, und also mir hat Psychotherapie dabei schon geholfen oder hilft mir immer noch, Mhm. eben da diese Klarheit, einfach den Weg zu dieser Klarheit zu finden. Mhm. Und ich bin auch bei einem regelmäßigen Männerkreis dabei, wo sich wirklich Männer treffen, um über Männlichkeit und unseren Alltag zu sprechen, Mhm. wo halt jetzt anders als bei einer Psychotherapie halt einfach man hört, wie es anderen geht, Mhm. nicht nur in der gleichen Situation, sondern auch ein bisschen in die Zukunft hinaus. Mhm. Männer, die Väter sind von älteren Kindern, Mhm. dass man sich oder dass ich mich da erstens schon vorbereite und freue auf Sachen, die noch kommen und aber auch weiß, ich kann die jetzige Phase auch wertschätzen und anerkennen und Mhm. wissen, das ist dann einmal vorbei einfach. Und ich muss jetzt nicht flüchten, wenn einmal eine unangenehme Situation ist, sondern ich kann das aushalten, damit ich im nächsten Moment auch das Schöne miterlebe. Und das ist eben das, was ich gemeint habe mit einem organischen Leben, das man da lebt. Mhm. Und das Jahr hat halt einen Sommer und einen Winter. Und die Familie hat halt auch sonnige und regnerische Momente. Mhm. Und das verleiht ihm halt beides dann die Bedeutung. Und dafür musste ich mich halt erst entscheiden. Hast du diese Gruppe gegründet oder bist du ein Teil dieser Gruppe? Ich bin ein Teil dieser Gruppe. Du bist ein Teil dieser Gruppe, die aber eigentlich, ähm, wie soll ich es benennen, die eigentlich, weil nachdem deine Frau das erste Kind geboren hat, warst du schon fast mit deinem schwanger. Mhm. Weil es war auch eine Schwangerschaft und Geburt, ähm, wo, finde ich, wiederum Mut dazu gehört, das zu machen. Du hast dann nach der ersten Geburt eigentlich ein Yoga-Studio gegründet. Ist auch mutig, oder? Ja, ähm, ja, also auch da, natürlich haben mir auch da meine Privilegien geholfen. Ich habe gewusst, ich kann das einmal machen. Trotzdem musst du an der Klippe Ähm, stehen. ja,
Es haben auch Leute gesagt, das ist eine dumme Idee. Ja. Das hat auch die Julia gesagt, muss das jetzt sein? Kannst das nicht machen, wenn die Wenn die Kinder... Kinder erwachsen sind. Ja, ja. Für mich war genau das eben der Grund, das zu machen. Ich habe gesagt, auch wenn das jetzt auf Sparflamme laufen muss, weil die Kinder klein sind, muss ich das jetzt irgendwie den Samen pflanzen, sonst wird er ja nie zum Ernten sein, sagen wir so. Mhm. Und ich wollte eine Situation schaffen, wo ich halt schauen kann ich davon leben, was meine Leidenschaft ist, und kann ich dann halt das Familienleben damit auch in Einklang bringen, weil ich kann mir zum Glück selber freigeben, so gut es, obwohl das natürlich nicht so leicht ist, wenn man die Entscheidungen alle selber treffen muss. Ich kann jetzt nicht in Karenz gehen oder irgendwie mal Urlaub nehmen oder so, das ist halt alles mit Konsequenzen verbunden. Mhm. Und mit Konflikten zu Hause und mit schlechtem Gewissen, wenn man aus der Haustür geht Mhm. oder eben nicht. Man muss sich immer gegen was entscheiden, wenn man sich auch für was entscheidet. Mhm. Aber ich bereue diese Entscheidung nicht, weil das Yoga-Studio für mich halt einfach ein Ort ist, wo ich Kraft hole. Das ist der einzige Ort, wo ich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber nicht an die Familie denken Mhm. muss und auch nicht tue. Mhm. Vor allem beim Yoga-Unterrichten zum Beispiel, da bin ich sowieso nur ganz bei dem Tun. Mhm. Und auch bei der eigenen Yoga-Praxis bin ich halt ganz beim Yoga. Und sonst hat wir halt dort einfach einen Raum, wo man am Bürostuhl sitzen kann und am Computer arbeiten und 2 Stunden Ruhe haben. Und ich merke an der Julia, die von zu Hause arbeitet, wie wertvoll das ist, dass eben niemand vielleicht gleich zur Tür reinschneit und was will. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, das nicht zu haben. Mhm. Also es ist auch ein großer Segen, dass das so gut funktioniert. Und meine Hauptaufgabe dort ist es tatsächlich auch, vielleicht ähnlich wie bei einer Geburt, den Raum halt so weit offen zu halten, dass andere Leute sich dort auch verwirklichen können. Mhm. Die Lehrerinnen, die dort ein- und ausgehen und die Kreise, die dort stattfinden. Mhm. Und auch die Schülerinnen und Schüler oder die Suchenden, die dort ein- und ausgehen. Mhm. Und wie du gesagt hast, du warst bei mir in der Yogastunde und natürlich kann sich keiner vorstellen, wo diese Beziehung noch hinführt. Mhm. Das ist für mich einerseits ein großer Segen, dass so viele Leute einfach kommen, ohne dass ich mich jetzt irgendwo hinbegeben muss. Mhm. Andererseits verschwinden die Leute auch dann wieder und man dann weiß nicht, was aus ihnen wurde. Und oft wird man es auch nie erfahren. Also und man fragt sich, warum? Hat was falsch gemacht oder ist sie nur umgesiedelt oder warum kann sie nicht Papa sagen, wenn sie irgendwie, also Mhm. ähm, Das heißt, immer wieder loslassen auch. ja, das sind dann oft eben so flüchtige Beziehungen, in die man vielleicht zum Teil mehr reininterpretiert, weil man sich oft sieht, immer im gleichen Setting, wo man sich wohlfühlt. Und dann ist es halt schnell wieder vorbei. Mhm. Und das vielleicht auch jetzt in dem Setting etwas, wo dieses Loslassen wichtig ist, ja, jedes Mal. Mhm. Wie hast du eigentlich überhaupt zum Yoga gefunden? Ich habe ja erzählt, dass ich einen Freund hatte, der einen kleinen Hund hatte, Ja. auf den ich aufgepasst habe. Das war mein Kumpel fürs Fitnessstudio. Mhm. Und als der den Hund gekauft hat, hatte er keine Zeit mehr fürs Fitnessstudio. Weil ein Hund, das war dann schon sein drittes Hobby, der ist auch Musiker und Motorradfahrer und alles Mögliche. Und dann musste das Fitnessstudio dran glauben und dann war ich alleine und wollte aber mich bewegen. Und dann hat das Nico ja Studio eröffnet, genau zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann bin ich da einfach hingegangen. Die Julia hat sie gekannt vom Tanzen. Und dann hat mir das sehr zugesagt, als eher schüchterner Mensch, dass ich dort hingehen konnte, Hallo sagen. Dann war ich in meinem Space, Brille runter, musste nichts sehen, einfach nur tun, was sie gesagt hat, war im Flow und dann konnte ich wieder gehen, noch einen Keks essen. Ich glaube, dass du nicht der einzige Mann bist, der in ein Yogastudio gegangen ist, aber die meisten von denen wären nicht selbst Yogalehrer und gründen ein Yogastudio. Also was ist das? Was ist das, was dich so zutiefst berührt hat, dass da etwas in dir aktiviert wurde? Also erstens, die Niki hat mir da schon einen Stups gegeben, als sie gesagt hat, ich sehe, wie brav du kommst sozusagen und wie du dich auch entwickelst und vielleicht mach eine Ausbildung. Musst ja nicht
Yoga-Lehrer werden, aber halt, das ist halt der nächste Schritt sozusagen. Mhm. Und dann hat zufällig das erste Mal so eine Ausbildung dieser Art in Klagenfurt stattgefunden. Und dann war ich halt, ja, dann war ich dort und habe die Leute kennengelernt. Mhm. Ähm, und das war gerade der richtige Zeitpunkt auch für mich, irgendwie was einfach vielleicht was Neues anzufangen. Mhm. Und ja, das hat einfach ein Schritt den anderen ergeben. Ja. Also dann die Ausbildung gemacht, nicht mit dem Wunsch, Yogalehrer zu werden, sondern einfach halt neue Perspektiven zu lernen. Und ich bin ein skeptischer Mensch, und habe aber zu Hause Familienmitglieder, die, sagen wir mal, spirituell und esoterisch leben oder das ein Teil vom Leben ist. Mhm. Und ich habe das nie verstanden. Und wir haben auch gestritten in der Familie dann wegen solchen Sachen. Jetzt einfach nur, um einen Standpunkt zu haben, also jetzt ohne irgendwelche Gründe. Mhm. Und das Yoga hat mir halt gelehrt, sozusagen, da offen zu sein. Mhm. Also ich bin jetzt immer noch kein esoterischer Mensch und die halt immer noch viele Sachen für Hokuspokus, die es da draußen so gibt, aber es gibt ja einfach Millionen Sachen. Und, aber ich habe gelernt, dass es halt eine individuelle, spirituelle Praxis geben kann, die sehr gewinnbringend ist. Mhm. Und ich wollte dann, vielleicht war das dann der Schritt, ich wollte die Hemmschwelle senken für Leute wie mich, das zumindest einmal auszuprobieren. Mhm. Ähm, und es muss jetzt nicht unbedingt Yoga sein. Es gibt auch andere ähm, Praktiken, die man üben kann. Mhm. Mm, Yoga hat halt den Vorteil, dass es sehr offen ist momentan, dass es viele Anschlussfähigkeiten hat. Also man kann das auf viele verschiedene Arten Mhm. üben und die Basis bleibt aber dieselbe und die Mhm. Basis kann man immer brauchen. Mhm. Ähm, ja, das war mein Wunsch sozusagen vielleicht, das ein bisschen nachzuzeichnen für andere Menschen. Und kommen Männer auch in dein Studio? Es kommen jetzt nicht unbedingt viel mehr Männer zu mir als zu den Zu anderen. Meine anderen Yogis? Kolleginnen Mhm. könnte ich jetzt schwer behaupten, Mhm. aber es kommen regelmäßig Männer. Ähm, Es ist dann vielleicht trotzdem so, dass eben für viele Männer das Yoga, das halt so geübt wird bei uns, nicht so ansprechend ist einfach. Die suchen andere Dinge oft. Mhm. Ähm, Das tut dann mir oder auch meinen männlichen Yogalehrerkollegen oft, ist es für uns so unverständlich, Mhm. wenn Männer kommen und Freude haben, aber dann nie wiederkommen oder dann das nicht so lange dauert oder so. Also, Mhm. wir tun da unser Bestes, irgendwie das zu vermitteln, was das sein kann, auch ein Weg für einen Mann. Deswegen hat dann mein Kollege, der Christian, schon Männer-Yoga angeboten. Und wir haben eben diesen Männerkreis dann, wo ich Mhm. den Raum dafür hergebe. Weil das ist dann vielleicht für manche Männer einfach, ja, also beim Männerkreis reden wir halt hauptsächlich. Da Mhm. wird auch ein bisschen geatmet und ein bisschen angekommen, und ein bisschen Grounding und was auch immer. Aber hauptsächlich wird halt geredet, einer nach dem anderen. Mhm. Und da kommen die Männer dann regelmäßiger als zum Yoga. Mhm. Ähm, Vielleicht ist dann die Körperlichkeit gar nicht nötig für die Männer, die das suchen. Mhm. Also wenn ich jetzt meine 20 Jahre als Hebamme hernehme, dann sehe ich da einen Riesenwandel in dem, wie viel Männer ein Teil diesen bewussten sich einlassen auf die neuen Rollen, in dem Fall auf die Vaterschaft und auf die neue Beziehungsebene, die ja eigentlich sofort entsteht, weil ein Paar, das keine Kinder hat, hat eine total andere Beziehung, als wenn ein Kind da ist. Also man nimmt auch als Partner, Partnerin eine neue Rolle ein. Und, und wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, dann weiß ich, dass da ganz sicher, und die Realität habe ich immer in mir getragen, 2/3 der männlichen Personen im Raum nicht so richtig freiwillig dort waren, sondern eigentlich dort waren, weil sie keinen Streit zu Hause haben wollten. Und wenn ich jetzt an den Kurs denke, dann glaube ich,
dass es vielleicht einen, wenn überhaupt 2 gibt, wo ich weiß, die sitzen jetzt nicht so ganz freiwillig da, aber sonst schon die Tendenz sehe, wie gerne ihr diese Rollen auch verkörpert und ein Teil davon sein wollt. Und ich würde jetzt total gerne von dir wissen, nachdem du ja selbst ein Mann bist, dich im Austausch gehst auch mit anderen Männern, was braucht ihr, damit ihr noch mutiger diese Räume betritt oder das noch stärker verkörpern könnt? Weil die Gesellschaft per se ist nicht so aufgebaut, dass, dass, dass diese Räume für euch da sind. Was braucht es? Also ich glaube, wir haben es eher ein bisschen selbst in der Hand, Mhm. Tabus einfach aufzubrechen, Ja. die Dinge, über die wir Männer miteinander reden, zu erweitern. Mhm. Und, und das ist eben, dieser Männerkreis ist halt ein Raum, da wird jetzt auch nicht jedes Mal über Geburt geredet oder Ja, so, ja, aber ja. da kommt halt jemand rein, für den das gerade ein Thema ist und dann spricht er davon und die Mhm. anderen hören zu und schon ist es Thema. Und man weiß halt, also das sind halt, wie gesagt, Männer, die man nicht kennt. Also man lernt dann halt ein bisschen was über die. Also ich treffe diese Männer nur dort in dem Rahmen und wir gehen dann nicht irgendwie am Wochenende klettern oder auf ein Getränk oder Mhm. so. Da hat man dann auch keine Bewertung zu erwarten. Man merkt dann auch, oder ich merke dann auch bei mir selbst, okay, trotzdem dieser Situation kann ich nicht über alles frei reden. Mhm. Da gibt es immer noch eine innere Mhm. Schranke oder Grenze. Ja. Das ist ja gar nicht nötig, dass man dann Mhm. da, aber man darf sich auch als Mann dann verletzlich zeigen und Mhm. überfordert zeigen und Mhm. schwach zeigen Mhm. oder ratlos Mhm. ähm, und wird nicht gleich mit Ratschlägen dann Mhm. konfrontiert, sondern einfach nur mit der Annahme von dem. Sagen, Mhm. ja, also das Maximale, was man eben hört, ist, ja, ich kenne das. Mhm. Mhm. Ja, ich meine jetzt gar nicht, dass man das nur auf die Geburt bezieht, sondern wie, was, also was sind die Erwartungen der heutigen Gesellschaft an so eine Rolle des Mannes in der Gesellschaft und, und was braucht man oder was braucht es, dass man das einfach noch einmal, also dass man das einfach gut verkörpern kann. Das ist vor allem, wenn du das so erzählst, also diesen Raum der Begegnung zu schaffen und Mut in sich zu öffnen, sich vulnerabel zu zeigen und einfach Dinge auszusprechen Mhm. und einfach anzusprechen. Was hat dich auf diesem Weg, den du jetzt hinter dir hast, also in die Vaterrolle, in die neue Partnerschaftsrolle, was hat dich, oder sagen, also die Frage ist, was haben diese Prozesse und deine Kinder in dir am allermeisten verändert? Was hat sich am allermeisten verändert? Ich weiß jetzt, dass es wichtig ist, zu kommunizieren, Mhm. ähm, auch wenn es unangenehm ist, ähm, Dinge ansprechen, die mich belasten, auch wenn ich dann vielleicht Angst habe, dass das die andere Person belasten könnte, Mhm. auch unangenehme Dinge Mhm. anzusprechen, wenn man merkt, dass es dem System gut tut. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht meine Aufgabe, mich immer selbstlos schützend vor alle zu stellen, Mhm. sondern ich kann auch Vertrauen lernen, dass meine Familie oder meine Töchter und meine Frau auch gewisse Kämpfe selbst ausfechten Mhm. können. Mhm. Und im Gegenzug dann auch für mich ist es ganz wichtig, dass ich mir eben Räume schaffe und nehme, ähm, wo es ist schwer zu sagen, was dann da passiert in diesen Räumen. Ähm, Man kann es Freiräume nennen, aber Mhm. es sind eigentlich Arbeitsräume. Also bei mir ist es halt, ich gehe gern zur Psychotherapie, ich gehe gerne in diesen Männerkreis und wir machen dann so Jahreskreisfeste, wo man, das ist so ein bisschen ein Hexenkreis, nennt man das. Und
Das sind für mich so Situationen, wo man einfach in Selbstreflexion gehen kann und in den Austausch. Und ich glaube, dass das mehr Männer davon profitieren würden, wenn es solche Räume gäbe. Und sicher, man kann das anbieten. Es wird sicher zu wenig angeboten, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ja, genau. Weil ich habe auch schon Männer gehabt, die gesagt haben, ja, Männerkreis klingt super, ruf mir dann an, wenn es Bier gibt. Ja, man kann das sicher sowas auch mit ans Papier machen. Das ist jetzt nicht das, was mich ruft, aber da also das ist so wie eben, man kann nicht allen Leuten sagen, komm ins Yoga-Studio, das wird dich irgendwie transformieren. Wenn das dein Ding ist, dann wird dir das transformieren, aber für andere Menschen gibt es andere Praktiken. Aber es muss eben mehr, es muss einfach eine männliche Qualität werden, diesen Prozess der Selbstreflexion anzugehen und diese Transformation bewusst zu erleben. Und ich glaube, dass halt wir Männer halt über die letzten paar Generationen gelernt haben, das alles die Frau machen zu lassen, die Frauen machen zu lassen. Und das ist halt unangenehm für uns Männer, ganz ehrlich, dass wir das Patriarchat auch mit anzünden müssen, weil uns das auch schadet. Weil auf den ersten Blick ist es ja fein, wir müssen nichts machen eigentlich, erledigt sich das alles von selbst. Und ich bin ja zufrieden mit vielleicht der Mindestpension, die irgendwann auf mich wartet oder was auch immer. Aber am Ende des Lebens habe ich dann vielleicht nie was gemacht und nie was erlebt und nie für was gekämpft und kein Ziel verfolgt und keine Transformation. Und ich glaube, die Frau erlebt halt die Geburt auf die eine oder andere Weise und die Schwangerschaft. Und das ist für uns Männer einfach nicht greifbar. Aber wir können halt so etwas Ähnliches schon irgendwie nachbauen. Und ich glaube, das ist halt sinnvoll, so wie es sinnvoll ist, so Sonnenwendfest zu machen, ist es halt sinnvoll, wenn das Kind da ist, das Kind zu feiern. Und es würde auch Sinn machen, dann vielleicht mit seiner Tochter die erste Menstruation zu feiern. Das muss ja nicht mit den Großeltern sein, aber halt also so Initiationsrituale für junge Menschen und genauso vielleicht dann, wenn ältere Menschen in neue Lebensphasen eintreten. Also ich kann Männern, die junge Väter sind oder werden, nur empfehlen, red nicht mit mir, sondern red mit alten Männern, die da schon lang raus sind, und frag die, wie man dann, wie es einfach am anderen Ende des Tunnels ausschaut, und lern davon. Und vielleicht muss man eine Generation warten, bis diese Männer, die du da lebst, bis die alt sind, dass das wirklich gut dann zum Laufen kommt. Ja, da gehörst du auch schon dazu. Genau, und ich freue mich auch schon, wenn ich alt bin. Und ich hätte auch, sagen wir mal, ich hätte auch die Aufgabe angenommen, einen Sohn großzuziehen. Obwohl ich ganz froh bin, dass das Hat sich das Ei anders durchgesetzt? Ja, genau. Die anders entschieden. Anders entschieden, ja. Genau. Aber ja, also ich glaube, das wäre auch für mich eine Möglichkeit, dann irgendwann zurückzugeben. Weil ich kann mir auch vorstellen, als alter Mann noch immer bei diesem Männerkreis aufzutauchen und dann halt vielleicht andere Dinge zu erzählen und wieder anzuhören. Was ist dir wichtig, deinen Töchtern mitzugeben? Das ist eine gute Frage, wo noch nicht ganz, ich bin noch dabei, was möchte ich ihnen nicht mitgeben? Ja, was möchtest du ihnen nicht mitgeben? Ich möchte ihnen nicht mitgeben, dass sie sich fürchten müssen vor der Welt, dass sie sich irgendwie verstellen müssen da draußen. Ich möchte ihnen diese Angst, die halt in mir ist und die ich halt vor allem auch in vielen, vielen Frauen miterlebe und die ganz alltäglich ist für die meisten Frauen, die möchte ich ihnen nicht mitgeben. Und die weiß, das kann ich ihnen halt nicht mitgeben. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich kann nur daran arbeiten, dass die Welt sich gut entwickelt oder in meinen Anteil dazu tun. Und die kann halt Settings schaffen, um das Vertrauen zu stärken. Und vielleicht ist das Vertrauen das, was ich den Töchtern dann mitgeben will. Das Vertrauen in das, was uns umgibt, ins Universum oder die Welt oder ja, ihnen Leute vorstellen, die einfach gut sind. Würdest du sagen, nachdem du jetzt zweimal deine Frau beobachten durftest, wie sie an der Klippe steht,
und springen muss, weil diese Kraft das einfach erfordert, dass wir ganz viele solche Situationen per se im Leben haben und eigentlich wir uns alle immer wieder an diesen größeren, kleineren Klippen stehen und uns immer wieder aufs Neue selbst gebären eigentlich. Ähm, also ich sehe diese Analogie in sehr vielen Sachen, die du jetzt im Gespräch erwähnt hast. Und ich glaube, dass Männer von Frauen nicht trennen, dass wir eigentlich alle diese immer wieder gleiche Welle spielen und immer wieder an der Klippe stehen, wo wir uns mutig entscheiden müssen, loszulassen, zu springen und auch loslassen von alten Konditionierungen, von alten Vorstellungen, wer wir sind, und Räumen uns öffnen dürfen, wer können wir noch alles sein oder was kann noch aus uns eigentlich, was können wir noch aus uns kreieren oder was können wir uns noch erlauben, eigentlich zu sein, weil uns die Kinder zum Teil dazu zwingen eigentlich. In meiner Hinsicht ist es so, dass ich glaube, das Größte, was wir den Kindern irgendwie auch schenken, mitgeben können, ist, dass wir mutig sind und immer wieder an der Klippe stehen und nicht davonlaufen und uns verstecken, sondern bleiben oder manchmal auch springen und diese Räume in uns öffnen, damit mehr Freiheit in uns entstehen kann. Und es, glaube ich, niemanden gibt, der uns so studiert und so nachahmt wie unsere Kinder. Und dass es vielleicht die Möglichkeit ist, ihnen auch eine Welt zu zeigen an Möglichkeiten, die aus uns entspringt. Und wenn sie das in sich aufrechterhalten oder entdecken, wir dadurch automatisch eine andere Welt an Möglichkeiten draußen kreieren können, weil du immer wieder erwähnt hast, du möchtest in der Welt was verändern, damit sie keine Angst haben müssen, damit sie nicht das Gefühl haben, dass das eine Welt da draußen ist, vor der sie sich fürchten müssen. Würdest du sagen, dass diese Welt, die wir im Außen kreieren, zuerst in uns selbst entsteht oder dass wir uns erlauben dürfen, die zuerst in uns selbst zu kreieren, damit sie im Außen überhaupt möglich ist? Also, das hat, glaube ich, verschiedene Ebenen. Mhm. Also, ich glaube schon, dass es da draußen irgendwo eine faktische Welt gibt, die auch furchteinflößend ist. Mhm. Und wir haben sicher das Glück, hier an einem ziemlich netten Ort zu leben, Mhm. der relativ wenig furchteinflößend ist im Vergleich Mhm. zu anderen Fleckchen auf der Welt. Und es ist halt eine Entscheidung, wie weit man sich dieser Welt auch öffnet oder wohin man sich öffnet. Mhm. Ähm, und man kann daran auch verzweifeln und sagen, okay, wie viel Weltnachrichten soll ich mir zu Gemüte führen und wann und wo ist mein Einfluss auf Mhm. äh, die Situation der Welt, oder weil es beeinflussen uns ja viel mehr Dinge, Mhm. als wir zählen können oder wissen, Mhm. und wir können diese Dinge ja zum Großteil nicht beeinflussen. Mhm. Ähm, aber wir können schon unsere kleine Umwelt beeinflussen, und das darf schon über die Familie hinausgehen. Also ich Mhm. glaube schon, dass wir jetzt in der Gemeinschaft dieser Stadt einen Einfluss haben können, Mhm. ähm, zusammenzuarbeiten. Und da gibt es zum Beispiel zwei Frauen, die für mich große Vorbilder sind. Das Mhm. sind die Sophie Meyerhofer, die den Unverpacktladen Kleine Freiheit hat, und die Steffi Langner, die Mhm. gemeinsam den Blumenverein gegründet haben, wo ich auch dabei sein darf, als Mhm. kleines Rädchen sozusagen. Mhm. Und das ist schon ein Stück von dieser Welt, die ich mir vorstelle. Mhm. Also, dass man einfach miteinander arbeitet und eine Gemeinschaft gründet und Mhm. Sachen macht, die man sich wünscht. Mhm. Und nicht schimpft, dass es das nicht gibt So ist es nicht. und hofft, dass es irgendwer anderer für einen macht. Mhm. Und ja, das ist schon etwas, was das mir auch schwerfällt. Also aus einer gewissen, vielleicht entwicklungstechnischen Trägheit heraus. Aber es ist etwas, was ich mir wünsche, und deswegen arbeite ich bei mir selbst dran und eben Mhm. kann es dann nur meinen Kindern vorleben und sie selbst als Ansporn nehmen, das dann durchzuziehen. Ja.
den Ressourcen, die vorhanden sind, früher oder später. Mhm. Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Also ich bin prinzipiell dankbar, dass das Leben so einfach abläuft. Ich bin für den Alltag dankbar. Mhm. Äh, Eigentlich, ja, also jetzt, wo das Kind noch klein ist, die Marlene ein Baby ist, bin ich immer noch sehr dankbar, dass diese Geburt gut überstanden hat, dass meine Frau und meine Kinder gesund sind. Mhm. Ähm, und ich bin dann echt für die ganze Familie und unsere beiden Familien sozusagen dankbar, dass es die gibt und dass jeder auf seine Art und Weise einfach Unterstützung und Liebe zeigt. Und ich bin dann für eben die Leute dankbar, die im Draußen jetzt vielleicht mehr tun, so wie für die Sophie und die Steffi, ähm, wo ich mir ein bisschen anhängen kann, bis ich vielleicht die Kraft finde, selbst Dinge zu tun. Mhm. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz, dass ich auch zugeben kann, wenn ich mich irre. Ich bin stolz, dass ich mich vielen Dingen geöffnet habe, Mhm. dass ich mich auf diese Yoga-Praxis eingelassen habe und da viele andere Dinge, die dadurch erst möglich waren. Mhm. Und ich bin stolz, dass ich auch diesen Transformationsprozess in der Familie angenommen habe. Mhm. Und was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, also das ist eine sehr schwierige Frage, was ich mir wünsche. Mhm. Ich wünsche mir wirklich Mut Mhm. zu haben und auch in anderen Leuten vielleicht dann zu inspirieren. Und ich wünsche mir, in Verbindung zu treten mit neuen Leuten und Mhm. vielleicht neue Freundschaften zu finden. Danke, Richard. Danke, Danke, Sarah. dass du so offen mit mir im Gespräch warst. Danke, danke. Danke dir. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.